Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo und zwar ein Yoga Slim. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch relativ einfach ist. Man muss dafür nicht die komplette Einheit abnehmen, sondern nur den Frontrahmen und kann danach das Display tauschen. Allerdings gibt es das exakt gleiche Modell auch mit Touchscreen. Und in dem Fall lässt sich das Display nicht einzeln tauschen, da muss man dann die gesamte Einheit ersetzen. Die Tastatur ist im Topcase und um die zu tauschen, muss man ja eben dann alles aus dem Gerät nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich in dem Fall ein T5 für die Torx-Schrauben. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker selber kann man von oben greifen, der hat da so eine kleine Ausbuchtung und da kann man den einfach dran rausziehen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und dabei gibt es eigentlich nur zu beachten, dass man da den Aufsatz wechselt zu einem ganz normalen Kreuzschraubendreher. Und zwar nehme ich da einen PH0. Wenn man dann alle Schrauben gelöst hat, zieht man noch hier oben das Klebeband ab. Da sind nämlich noch ein paar Kabel drunter. Und wenn man den Akku leicht anhebt, bekommt man die sehr gut aus der Führung raus und kann danach den gesamten Akku einfach nach oben aus dem Gerät nehmen und ja, gegebenenfalls auch tauschen.
Gut, der RAM ist bei diesem Gerät auf ja, die Platine gelötet. Das heißt, den kann man nicht austauschen oder ersetzen. Dafür kann man die SSD, die sich hier in so einer ja, kleinen Schutzhülle befindet, ganz einfach tauschen. Dafür muss man nur die eine Schraube hier drüben lösen. Kann danach die SSD einfach ein bisschen nach oben und seitlich rausziehen. Und ja, die steckt einfach nur in der Schutzhülle drin und kann so einfach getauscht werden. Und der Einbau funktioniert dann natürlich in umgekehrter Reihenfolge genauso. Die SSD kommt einfach zurück in den Slot, wird so ein bisschen nach unten gedrückt und dann kann man die festschrauben. So, die Lüfter kann man zwar einzeln tauschen, allerdings werden die nur zusammen mit dem Heatsink verkauft. Das ist einfach vom Hersteller her so. Wenn man die dann tauschen will, sind hier die Schrauben, die man lösen muss. Davon ist eine unter dem Heatsink. Das heißt, man kommt eh nicht drum herum, den abzubauen. Das heißt, die Schrauben hier müssen auch weg. Und ja, generell ist es auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Da ist noch das WLAN-Modul unter dem Klebeband hier versteckt. Das muss man auf jeden Fall auch abziehen. Darum ein bisschen einfach vorsichtig mit den Kabeln sein. Und ansonsten aber das gleiche Prinzip. Die Schrauben vom Lüfter müssen natürlich gelöst werden. Das Kabel vom Lüfter muss getrennt werden. Und ja, dann muss man einfach den ganzen Heatsink abbauen, um da überall dran zu kommen. Und zum Beispiel ist hier der Stecker von dem Lüfter unter dem dickeren Kabel. Da kann man den darunter sehen. Aber letztendlich sieht das viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Einfach nur die Schrauben ordentlich sortieren und ja, dann ist das eigentlich auch kein Problem, das zu wechseln. Gut, den Akku wieder einzubauen ist im Grunde genommen recht einfach. Man muss einfach nur schauen, dass die Kabel nicht verknickt werden und man muss die hier auch ja, so wieder in die Führung reinbringen und eben einfach nur schauen, dass die nicht gequetscht werden. Das ist ein bisschen friemelig, kriegt man aber doch insgesamt ziemlich schnell und gut hin. Dann kann man den wieder verschrauben, macht das Klebeband wieder drüber, so dass die Kabel gut sitzen. Und am Ende natürlich nicht vergessen, auch den Stecker wieder zu verbinden, seitlich in den Stecker reinschieben, dass der ordentlich sitzt. Ich zeige euch das hier nochmal, da sitzt der ganz drin und dann ist das fertig. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.